Schmerzen vorne in der Hüfte oder tief in der Leiste? Die meisten denken dabei sofort an Hüftarthrose oder sogar an einen Leistenbruch. Aber was, wenn nicht das Hüftgelenk selber das Problem ist, sondern ein Muskel, der komplett unterschätzt wird? In diesem Video zeige ich dir, woher diese Schmerzen wirklich kommen können und wie du mit gezielten Übungen aktiv etwas dagegen tun kannst. Die Schmerzen vorne an der Hüfte oder in der Leiste kommen oft von einem Muskel, den vielen unterschätzen, den sogenannten Iliopsoas, unsere stärkste Hüftbeuge. Dieser Muskel zieht von den unteren Rücken über das Becken von der Innenseite bis an den inneren Oberschenkel. Er ist dafür zuständig, dass wir unser Bein heben oder aus dem Sitz aufstehen können. Also genau bei den Bewegungen, die bei dir Schmerzen auslösen. Wenn dieser Muskel überlastet oder gereizt ist, zum Beispiel durch langeres Sitzen, viele Treppen, Sport oder ungewohnte Bewegungen, kann die Sehne, die an den Knochen ansetzt, anfangen zu schmerzen. Mediziner nennen das Iliopsoas-Tendinitis. Aber du kannst es auch einfach als gereizte Hüftbeugersehne sehen. Typisch sind Schmerzen bei Bewegungen wie zum Beispiel Treppensteigen in dem Moment, wo du das Bein hochhebst oder Aufstehen vom Stuhl, Ein- oder Aussteigen aus dem Auto, sich ins Bett legen und dann das Bein anziehen oder beim Aufstehen das Bein als erstes nach unten auf den Boden bringen. Bei all diesen Bewegungen wird der Hüftbeuge stark beansprucht, weil das Bein angehoben oder der Rumpf gestreckt wird. Genau das löst oft Schmerzen aus. Deshalb ist es wichtig, dass der Fokus der Therapie auf diesen Muskel liegt. Genau hier setzt man an, um die Ursache gezielt zu behandeln. Und jetzt zeige ich dir ein Übungsprogramm, mit dem du den Muskel mobilisierst, die Sehne entlastet und die Schmerzen Schritt für Schritt reduzieren kannst. Also, lass uns loslegen. Also, wenn du Schmerzen hast an der Hüfte, vorne und tief in der Leiste, ist es wichtig, dass du das gesamte Komplex vom Becken auch mitbehandelst, weil du willst ja die volle Ursache mitbehandeln. Und die erste Übung, die wir machen werden, ist jetzt nun zur Stärkung von der Gesäßmuskulatur. Dieser Muskel sorgt dafür, oder diese Übung sorgt dafür, dass du vom Hohlkreuz etwas wegkommst, vorne mehr Dehnung reinbekommst und gleichzeitig das Becken stabilisierst, damit Überbelastung vermindert werden. Und dafür solltest du dich auf den Bauch hinlegen. Manche Patienten haben Beschwerden, wenn die auf dem Bauch liegen. Und das kann man reduzieren, indem man einen kleinen Kissen unterhalb vom Bauch platziert. Also leg dir mal auf den Bauch hin, Kissen direkt unter der Hüfte. Und jetzt geht es darum, dass wir das Gesäßmuskel stärken. Dafür solltest du das Bein, was du trainieren willst, in dem Fall, wenn du Rechtsbeschwerden hast, das rechte Bein erstes durchstrecken, Fußspitze machen und aus dieser Position das Bein ein kleines bisschen vom Boden heben und oben etwa 2 bis 3 Sekunden halten, um sie dann langsam wieder runterzubringen. Wichtig ist die Hüftstreckung, die ist eine kurze Bewegung. Wenn das Bein hier oben ist, kannst du dir sicher sein, dass es viel mehr von deiner Lendenwirbelsäule kommt, als es von dem Gesäßmuskel selbst. Und da willst du es ja haben. Deswegen kommt Qualität vor Quantität. Knie durchstrecken, Fußspitze auf dem Boden und das Bein so ungefähr 20 cm vom Boden heben. Oben kurz halten, 2 bis 3 Sekunden, um sie dann langsam wieder zu senken. Du kannst auch sehr gerne deine Hand auf die Gesäßmuskel drauf platzieren, damit du sicher bist, dass du da die richtige Muskulaturgruppe anspannst. Heben und dann langsam senken. 2 bis 3 Serien sollen das werden und im besten Fall schaffst du 12 bis 15 Wiederholungen. Auch die Geschwindigkeit ist hier wichtig. Mach die Übung nicht einfach hintereinander weg, sondern achte darauf, dass es sauber ausgeführt wird. Und da du sowieso schon auf dem Bauch bist, dann gehen wir gleich weiter mit der Dehnung von der vorderen Oberschenkelmuskel.
Auch diese Muskelgruppe, wenn die zu verkürzt ist bzw. weniger Dehnbarkeit hat, sorgt dafür, dass unser Becken nach vorne fällt und dadurch entsteht ebenfalls ein Hohlkreuz. Jetzt ist es wichtig, dass das Becken auf dem Boden bleibt. Deshalb platzierst du jetzt das Kissen nach unten Richtung Knie und für diese Übung brauchst du auch die Hilfe von einem Gurt. Diesen Gurt solltest du dann unten am Fuß einmal umranden, oberhalb von dem Sprunggelenk, das Kissen unten auf Höhe vom Knie und dann ziehst du das Bein zu dir ran. Ziel ist es hier, dass du eine gute Dehnung vorne an der Oberschenkel spürst. Bei mir, weil ich etwas mehr trainiert habe, komme ich locker mit der Ferse bis zum Po. Das wäre das Ziel. Aber bei vielen Patienten, vor allem die, die auch Hüftbeschwerden haben, kommen die maximal bis zu der Hälfte hin. Deswegen hilf dir mit dem Gurt, zieh es so weit ran, wie du kannst und bleib in dieser Position für ungefähr 30 Sekunden. Halte die Dehnung und wiederhole das Ganze 2 bis 3 Mal. Wichtig bei dieser Übungen ist es auch, dass du die ebenfalls auf der anderen Seite genauso durchführst, da die Hohlkreuzstellung beidseitig ist und von beiden Oberschenkelmuskeln und Gesäßmuskeln beeinflusst wird. Somit musst du das Training auch beidseitig durchführen. Das heißt, genau wie davor, erstmal auf dem Bauch liegen, den Kissen unterhalb vom Bauch platzieren, dann, wenn du Schmerzen im Rücken hast. Wenn du keine hast, brauchst du den auch nicht. Bleibst in der Position und dann streckst du die andere Seite durch. Fußspitze bleibt auf dem Boden. Und aus der Position hebst du das Bein. Halte sie oben für ein paar Sekunden und senk sie dann wieder ab. Bein langsam heben, oben kurz halten und dann langsam wieder absenken. Diese Übung ist jetzt sehr fokussiert auf die Gesäßmuskulatur, aber sicherlich, du arbeitest ja nur mit dem Gewicht von deinem Bein gegen die Schwerkraft. Deshalb kann es sein, dass es etwas zu leicht ist. Falls das der Fall sein sollte, nehme gerne noch so eine Gewichtsmanschette, platziere sie unten an den Sprunggelenk und mache einfach ein paar mehr Wiederholungen. Wichtig ist, dass du den Gesäßmuskel gut spüren solltest und dass die nicht übermäßig nach oben hebst, damit die Lendenwirbelsäule gleich mitkommt und die Hohlkreuzhaltung sich verstärkt. Auch in diese Seite kommt Qualität vor Quantität. 2 bis 3 Serien, 12 bis 15 Wiederholungen und langsam arbeiten. Nach der Kräftigungsübung kommt auch ebenfalls hier die Dehnungsübung. Wieder den Kissen etwas nach unten platzieren, dass dein Knie jetzt drauf ist. So weit wie möglich nach unten Richtung Fuß und dann den Fuß zu dir ranziehen. So weit wie du es kannst. Ziel wäre mit einer vollen Beweglichkeit vom Knie und von der Beweglichkeit der vorderen Oberschenkelmuskulatur, dass du die Ferse bis zum Gesäß hinbekommst. Halte dort, wo dein Limit ist und behalte dies für mindestens 30 Sekunden. Und das Ganze auch auf der Seite solltest du dann 2 bis 3 Mal wiederholen. Studien haben auch gezeigt, dass wenn du die Dehnungsübung direkt nach den Kräftigungsübungen durchführst, verbessert sich die Flexibilität der Muskulatur mehr, als wenn du die Dehnungsübungen alleine durchführst. Die nächste Übung dient zur Stärkung der Hüftrotatoren. Diese Muskelgruppe sorgt dafür, dass das Bein etwas nach außen kommt. Je mehr deine Beine nach innen gedreht werden, desto mehr Druck kommt auf die Sehne drauf. Und das wollen wir reduzieren. Um die Hüftrotatoren zu stärken, brauchen wir jetzt so ein Gummiband. Das solltest du auf Höhe von deiner Knie platzieren. Dann legst du dich auf den Rücken hin. Und jetzt ist es wichtig, dass wir die Beine nicht hauptsächlich spreizen, sondern viel mehr drehen. Und um diese Drehbewegung hinzubekommen, ist der Referenzpunkt jetzt unsere Füße. Die sollen ganz nah zusammenbleiben. Fuß zuerst auch mit den Füßen, mit den Zehen auf dem Boden. Und jetzt drehst du die Beine oder drückst du die Beine auseinander, so dass die Fußsohle zueinander kommen.
Und da wird man auch spüren, dass die Hüfte sich nach außen gedreht hat. Und lass es dann langsam wieder zurück. Ferse bleiben zusammen. Du drehst die Hüfte nach außen. Sicherlich, die werden auch gespreizt, aber diese Drehbewegung ist im Fokus. Und nun sind die Fußsohle mit Fußsohle zusammen, um sie dann langsam wieder zusammenbringen. Hier ist es auch wichtig, dass du den richtigen Widerstand aussuchst. Das heißt, wenn du jetzt 2 bis 3 Serien durchführst von jeweils 12 bis 15 Wiederholungen, musst du auch die Anstrengung tief in der Hüfte spüren, eher tief im Gesäß, hinten, nicht vorne. Führe diese Bewegung durch. Das wäre die leichteste Variante. Und wenn du sie ein paar Wochen durchgeführt hast, sind deine Muskeln ja schon etwas stärker. Wenn du den Punkt erreicht hast, dann kannst du sehr gerne zu der zweiten Variante tauschen und sie wäre in Seitenlage. In Seitenlage mit der Hüfte in 90 Grad, die Knie in 90 Grad und ebenfalls hier sollen die Ferse aufeinander bleiben. Für diese Übung sollte das betroffene Bein oben liegen. Das heißt, die Seite, die du Beschwerden hast, die liegt zuerst oben. Und dann behältst du deine Füße übereinander und drehst dann das obere Bein, das Knie nach oben Richtung Decke. Bei dieser Variante solltest du darauf achten, dass dein Becken stabil bleibt. Das heißt, du drehst nicht mit den Gesäßen nach hinten, sondern dein Rumpf bleibt auf einer Ebene. Sehr gerne auch die Hand auf die Hüfte platzieren, Ferse bleiben aufeinander und das obere Bein nach oben drehen, Richtung Decke hin. Und dann langsam wieder runterbringen. Hier siehst du auch, dass die Füße oder beziehungsweise meine Zehe zu Ende Richtung Decke zeigen, um sie dann wieder zu drehen und nach innen zeigen. Drehen nach oben Richtung Decke hin, oben kurz halten, langsam zurückbewegen lassen. Die Bewegung soll gebremst werden von deiner Muskulatur und nicht zulassen, dass das Gummiband die einfach wieder ohne jeglicher Widerstand zurückbringt. Ebenfalls hier sollen das 2 bis 3 Serien werden und im besten Fall 12 bis 15 Wiederholungen. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit weniger Equipments Übungen machen kannst, um deine Schmerzen langfristig zu lindern, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Und für unsere 4. Übung, jetzt kommen wir an den Psoas selbst dran. Sowohl in der Dehnung, aber auch in die Kräftigung. Dafür brauchst du jetzt nun dein Bett, beziehungsweise irgendwo, wo du dich hinlegen kannst und das Einbein, das betroffene Bein, das bleibt jetzt unten. Also, wenn deine Beschwerden in dem Fall eher links wären, solltest du dich an die Bettkante so hinsetzen, dass deine Po-Kante an der Bettkante ist. Die gesunde Seite und nur die gesunde Seite, die ziehst du zu dir ran. So weit wie du kannst, so dass das Bein jetzt nun Richtung Brust gebracht wird. Bring das gesunde Seite zu dir ran. Und jetzt wäre die leichteste Alternative. Dein Knie bleibt gebeugt. Und von der gebeugten Haltung versuchst du jetzt den Fuß minimal von dem Boden hochheben. Und da hältst du jetzt das Bein, so dass du eine leichte Beugung hast. Der Fuß ist nur ein paar Zentimeter von dem Boden hochgehoben. Und diese Position behältst du jetzt für 20 bis 30 Sekunden. Der Fuß bleibt vom Boden hochgehoben. Die andere Seite ziehst du zu dir ran, so dass das Becken erstmal stabil ist. Und das macht jetzt nur rein der Hüftbeuge. 20 bis 30 Sekunden, um das Ganze wieder zu lösen. Und diese Übung, Knie zu dir ran, Fuß bleibt ein paar Zentimeter vom Boden hoch, das Knie bleibt in 90 Grad, 20 bis 30 Sekunden halten, solltest du jetzt 10 Mal wiederholen. Die Übung darf schon anstrengend sein. Du darfst es schon hier vorne an der Hüfte auch gerne spüren. Falls es die leichteste Variante dir zu leicht ist, dann streck das Knie. Streck das Knie, rutscht wieder etwas nach unten, sodass die Po-Kante auf die Bettkante bleibt. Gesunde Bein zu dir ranziehen und jetzt mit dem gestreckten Knie hebst du ebenfalls das Bein hoch.
Dadurch, dass du jetzt den Hebel verlängert hast, das Knie gestreckt ist, hast du viel mehr Gewicht. Und durch das vermehrte Gewicht hast du ein viel größeres Trainingseffekt. Ebenfalls hier ziehst du dir ran, halte den Fuß oben für 20 bis 30 Sekunden. Und ebenfalls 10 Wiederholungen. Das heißt 10 Mal halten für 30 Sekunden. Und erst wenn das gut geht, dann kannst du dir sicher sein, dass die Sehne schon etwas stärker ist, die Muskulatur hat sich verbessert und dann kannst du auch noch weitere Übungen machen, die noch anstrengender sind. Jetzt nochmal auf der rechten Seite. Du ziehst, aber nur dann, wenn deine Beschwerden rein rechts sind. Ja? Diese Übung führst du nur auf der Seite durch, wo du Beschwerden hast. Zieh das linke Bein zu dir ran, so weit wie du kannst, Knie Richtung Brust, Po-Kante an der Bettkante, Knie bleibt gebeugt in 90 Grad und dann von dieser Position den Fuß minimal und den Fuß heben, indem du die Hüfte hebst. Nicht einfach das Knie strecken, ja? Also, Knie zu dir ran, Fuß ein kleines bisschen vom Boden hochheben und in der Position verbleibst du jetzt für 20 Minimum. Ziel werden aber 30 Sekunden. Und das Ganze 10 Mal. Wenn es gut geht, dann gerne Knie gestreckt als erstes, Zehe zu dir ranziehen. Zu Beginn darf die Ferse noch auf dem Boden bleiben und dann hebst du minimal den Fuß hoch, damit du das gesamte Bein in der Luft hältst und dann bleibst du in der Position. Wichtig ist, wenn ich jetzt Beschwerden nur auf meine linke Seite hätte und dann das Knie so weit zu mir ranziehen würde, dann würde genau das passieren, was uns Schmerzen auslöst. Du klemmst die Sehne zwischen den Oberschenkel und den Beckenknochen ein, was den Schmerzen auslöst. Deshalb solltest du diese Übung rein auf der Seite machen, wo du Beschwerden hast. Im Gegensatz dazu kannst du die nächste Dehnungsübung sehr gern auf beide Seiten machen. Diese Dehnungsübung verbessert die Dehnbarkeit der Muskulatur und hilft dir dabei, deine Haltung auch zu verbessern. Und die letzte Übung dient zur Dehnung, aber auch gleichzeitig hat es einen guten Effekt auf die Sehne. Dafür solltest du zuerst mit der gesunden Seite machst du einen langen Schritt nach vorne. Das vordere Bein bleibt gebeugt. Die hintere Seite, da soll das Knie gestreckt bleiben. Dann hebst du die Ferse hoch. Du sollst schon eine leichte Dehnung hier vorne an der Hüfte spüren. Und dann hebst du die Arme hoch und versuchst mit dem Rumpf etwas nach hinten zu gehen. Ziel ist vorne an der Hüft- und Beckenkamm, dass du da die Dehnung spürst. Dann bleibst du in der Position für 30 Sekunden. Also das Ganze nochmal von der Seite. Die betroffene Seite bleibt hinten. Mit der gesunden Seite gibst du einen guten Schritt nach vorne. Das vordere Bein beugst du etwas. Hinten kommt die Ferse hoch. Und jetzt Hände nach oben Richtung Decke und den Rumpf als Ganzes. Nicht übermäßig in Hohlkreuz, sondern den ganzen Rumpf etwas nach hinten bringen. Vorne an der Hüfte, da sollst du die Dehnung spüren. Gleichzeitig machst du dich lang, hebst die Hände nach oben Richtung Decke und bleibst in der Position für 30 Sekunden. Halte das Ganze, atme langsam ein, bleib in die Dehnung und komm dann wieder zurück. Diese Übung kannst du auch sehr gerne abwechselnd machen. Dann kommt nochmal die betroffene Seite nach vorne. In Ausfallschritt. Das hintere Bein bleibt gestreckt, das vordere Bein bleibt gebeugt. Dein Gewicht ist gleichmäßig verteilt durch rechts und links. Die Hände kommen nach oben Richtung Decke und du verlagst deinen gesamten Rumpf etwas nach hinten, damit du vorne an der Hüfte die Dehnung spürst. Ebenfalls hier Atmung nicht anhalten und du bleibst in der Position für 30 Sekunden. Und dann wiederholst du das Ganze 3-mal. Diese 5 Übungen können dir gut dabei helfen, deine Schmerzen an der Leiste oder vorne an der Hüfte zu lindern.
Die helfen dir, die Muskulatur zu stärken, deine Beweglichkeit zu verbessern und noch wichtiger, deine Schmerzen wegzukriegen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns weiter beim nächsten Video. Ciao!